Hi, hi, ich bin Monday Morning und heute lernen wir wieder Deutsch mit dem Spiel Minecraft. Ja, wieso seht ihr mich zweimal auf dem Bildschirm? Hier und da unten in der Ecke. Das hier unten ist Vergangenheits-Monday. Vergangenheits-Monday hat vergessen, das Mikrofon aufzunehmen, sodass wir keinen Ton haben und dementsprechend auch keine Wörter, die wir lernen können. Jetzt können wir diese Situation einfach nutzen und wir üben heute Vergangenheit, indem ich von der Vergangenheit erzähle, was ich getan habe, sodass ihr üben könnt, nicht nur die Jetztzeit, Präsens, zu verstehen, sondern auch die Vergangenheit zu verstehen. Viel Spaß! Na dann, schauen wir uns mal an, was ich letztes Video eigentlich getan habe. Ich habe mir, wie versprochen, vorgenommen, einen Garten zu bauen. Und diesen Garten mit den Kirschbäumen möchte ich hier links neben dem Haus aufbauen. Wenn man auf das Haus schaut, auf die Haustür schaut, von vorne auf das Haus schaut, dann möchte ich es links davon aufbauen, da wo wir jetzt sind. Ich habe als erstes einen Teich gebaut, der recht unregelmäßig ist, damit er so ein bisschen natürlich aussieht. Und auch der Boden ist nicht gleichmäßig. Einfach, weil ich die Natur darstellen wollte. Und ich habe meine 2 pinken Axolotl hier in dem Teich freigelassen, damit sie hier leben können. Das ist ihr neues Zuhause. Genau, da schwimmt das erste Axolotl und da habe ich das zweite Axolotl freigelassen. Die dürfen jetzt hier in dem Teich leben. Genau, sind sie nicht süß, wie sie da drin schwimmen? Die sind doch super niedlich, gell? Ja, genau. Das war das Erste, was ich getan habe. Die 2 Axolotl hier in den Teich freizulassen. Als nächstes habe ich dann angefangen, die Setzlinge für die Kirschbäume um den Teich herum zu verteilen. Ich habe versucht, die weit genug auseinander sie weit genug auseinander zu positionieren, sodass sie schön alle wachsen können und alle zur Geltung kommen, aber trotzdem nah genug sind, sodass sie einen schönen kleinen Wald bilden. Genau, danach habe ich Knochenmehl gesucht. Ich bin als erstes in den Keller gegangen, wie man gleich sieht. Hier, genau, da gehe ich in den Keller und habe mir das Knochenmehl aus der Kiste genommen. Da ist es. Genau, da hatten wir schon 4 Knochenmehl. Und zusätzlich habe ich mir noch Weizenkörner genommen, weil davon haben wir sehr, sehr viele. Und die nutzen wir dann, um daraus Knochenmehl zu machen. Die Weizenkörner haben wir im Überfluss. Das heißt, wir haben mehr, als wir brauchen, um unser Feld zu bestücken. Und deswegen haben wir einen Überfluss. Mehr, als wir brauchen. Deswegen habe ich diesen Überfluss zu Knochenmehl verarbeitet im Komposter. Genau, am Ende hatte ich 18 Knochenmehl. Und mit diesen 18 Knochenmehl habe ich die ersten Bäume wachsen lassen. Genau, da ist der erste Baum. Sind die Kirschbäume nicht schön? Die sind doch super schön mit den pinken Blütenblättern, die auch noch darunter regnen. Und genau da habe ich festgestellt, dass die Bäume zum Teil doch noch zu nah aneinander sind, sodass sie nicht wachsen können. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nur ein bisschen zu versuchen, die Bäume wachsen zu lassen. Und wenn es nicht geht, lasse ich es. Und versetze dann die Setzlinge nochmal. Und da ist mir das Knochenmehl ausgegangen. Ich bin dann gleich nochmal losgegangen und habe Knochenmehl gesammelt. Aber erst habe ich noch ein paar Setzlinge genommen und sie wieder an eine neue Stelle gesetzt. Genau, den habe ich nochmal versetzt.
Und ich glaube, die 2 habe ich dann auch noch weggenommen. Ja. Und woanders platziert. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich sie platziert habe, aber das sehen wir ja gleich zusammen. Den habe ich da mehr an der Kante zur Höhle hingesetzt. Oder? Ja. Und den anderen habe ich auf die andere Seite vom Teich platziert, glaube ich. Ja, da auf dem Hügel habe ich ihn platziert. Genau da habe ich ihn platziert. Und jetzt bin ich aber losgegangen und habe Knochenmehl geholt, oder? Jetzt ist der Zeitpunkt? Ja. Ich habe da schon wieder 11 Knochenmehl drin. Ich erspare euch das mal zuzusehen, wie ich weiter Knochenmehl herstelle. Wir schauen lieber die pinken, schönen Bäume an, wie sie wachsen. Genau. Der Baum wollte auch nicht wachsen, deswegen habe ich die 2 Erdblöcke entfernt. Und der Baum ist immer noch nicht gewachsen. Dieser Baum ist ganz schnell gewachsen. Und schaut euch mal an, wie schön die Äste da auseinandergehen. Die Kirschbäume sind so schön. Mir gefallen die total gut, wie die gestaltet sind. Und da sind noch welche gewachsen. Wächst der auch noch? Ich glaube, der wächst. Ja, auch der hat so eine schöne Astgabelung. Aber mein Knochenmehl ist wieder weg. Ich habe jetzt für den Baum ein bisschen Gras weggenommen, um den schön hier in der Mitte platzieren zu können. Genau. Von den anderen Bäumen ein bisschen entfernt. Und den Baum habe ich stehen gelassen, oder? Ja. Ah, da ist noch Knochenmehl. War da ein Schnitt? Ja. Mit dem Knochenmehl habe ich dann noch die restlichen Bäume wachsen lassen. Und es fehlen noch 2 Bäume. Der Baum an der Klippe, der ist gewachsen. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch der in der Mitte auf der anderen Seite. Ah, es sieht schon total schön aus mit den ganzen Blütenblättern. Der eine Baum ist ein bisschen komisch gewachsen, da fehlen noch ein paar Blüten auf der anderen Seite. Das heißt, den verändern wir vielleicht nochmal, indem wir den fällen und dann einen neuen an der Stelle pflanzen. Aber das sehen wir dann in der Zukunft. Erstmal bin ich glücklich, dass ich jetzt endlich meinen Kirschbaumwald bei mir habe. Genau, dann habe ich noch ein wenig Gras entfernt, weil ich nämlich gleich noch die rosa Blüten, die am Boden liegen im Kirschwald, auch noch hier anpflanzen möchte. Rosa Blumen. Und die holen wir gleich, sobald noch ein bisschen mehr Gras entfernt ist. Weil wir können ja nicht das Gras und die rosa Blüten auf einem Block platzieren. Genau. Die rosa Blüten habe ich schon im Inventar. Deswegen können wir sie jetzt sofort verteilen. Oder ich habe sie dann gleich verteilt. Genau. Ich habe die einfach irgendwo platziert. Versucht nicht zu viel System reinzubringen. Ja, das Schild habe ich aus der Hand gelegt, weil es mich gestört hat. Und dann habe ich einfach irgendwo die Blütenblätter platziert. Wir holen vielleicht irgendwann nochmal mehr Blütenblätter. Aber fürs Erste haben wir jetzt einen schönen Kirschblütenwald. Genau. Dann habe ich nochmal Knochenmehl geholt, um den letzten Baum wachsen zu lassen. Ich habe den nochmal versetzt. Und mit dem Knochenmehl ist der dann endlich gewachsen zu einem schönen Kirschbaum. Und damit habe ich den Kirschbaumwald fertiggestellt. Ist der nicht schön geworden?
Ich hoffe, ihr findet ihn genauso schön wie ich. Ein kleiner rosa Kirschbaumwald, ein kleines Stück Paradies direkt neben meinem Haus. Mir gefällt der ganz gut. Ich hoffe, euch gefällt der Wald auch. Und gleich spielen wir noch ein wenig weiter. Gleich gehen wir noch mal ein bisschen mit unserem Pferd durch die Gegend laufen. Ich habe noch einmal die Axolotl besucht. Oh, sind sie nicht süß? Ja, gleich gehen wir noch mal mit unserem Pferd auf die Reise. Weil das hier ist ein bisschen eine komische Folge sonst. Und ich muss ja auch noch euch sagen, was der Name von unserem Pferd ist. Also, bis gleich! Wie versprochen ist es jetzt Zeit dafür, euch den Namen zu verraten, den unser Pferd jetzt bekommen hat. Ich habe euch abstimmen lassen und der Name, den unser schönes Pferd hier hat, ist Eleonora. Kurz Ella, also der Spitzname ist Ella und der richtige Name ist Eleonora. Genau. Das ist dein Name. Gefällt er dir? Und heute nehmen wir Ella mit auf eine Reise. Wir werden mal ein bisschen weiter weglaufen, um uns ein bisschen mehr umzuschauen, was hier so in der Gegend ist. Und deswegen packen wir jetzt und dann geht's los. So, ich habe alles vorbereitet. Ich habe zwar, mein Schwert sieht noch nicht so gut aus, aber ich habe ein weiteres Schwert dabei. Sogar 2 Ersatzschwerter. Ich habe ein bisschen Erde dabei, sodass wir uns überall rausbauen können, falls wir irgendwo hinfallen. Ich habe Stein und Stöcke dabei, sodass wir weitere Waffen machen können oder Werkzeug machen können, falls unser Werkzeug kaputt geht. Ich habe Ersatzrüstung dabei, weil meine Brustplatte und mein Beinschutz gehen bald kaputt. Ich habe einen Bogen dabei und Pfeile, die ich halt zu Hause habe. Dann habe ich Äpfel dabei und gebratenes Fleisch und 25 Brote. Ich habe ein Holzboot dabei, ich habe eine Angel dabei, ein Bett, eine Fackel und einen Kompass und eine Werkbank. Und ich glaube, das sollte uns reichen, um ein größeres Abenteuer zu starten. Das heißt, wir nehmen jetzt Ella mit uns mit. Du kommst mit, deine Leine nehmen wir auch mit. Genau. Die Leine haben wir... Ne, ich nehme die Leine lieber in die Hand. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Ich kann hier einfach durchreiten. Und wir reiten jetzt hier in die Richtung. In die Richtung, aus der ich Ella geholt habe. Und dann schauen wir mal, was weiter hinten ist. Auf geht's! Schau, Ella, hier bist du her. Da ist sogar immer noch der Händler, der uns genervt hat. Und hier hinten weiß ich nicht mehr, was da ist. Oh, noch mehr Pferde. Da hätte ich auch mal noch schauen können, ob hier noch ein gutes Pferd ist. Aber wir haben ja jetzt Ella. Ein kleiner Fluss. Hopp. Okay, das war nicht so gut. Kommst du hier rüber? Nein. Das heißt, ich muss dich holen. Komm her. Komm her, sei brav. Und gib mir deine Leine wieder. Oh. Und weiter geht's. Da ist ein Dorf. Oh, wir müssen nochmal durch das Wasser. Schaffe ich es dieses Mal weiter zu springen? Okay, nein.
Aber ich schaffe es, das Pferd näher hinzuholen. Nicht zurückschwimmen. Hey, komm her. Komm, wir schauen uns das Dorf an. Komm mit. Ich kann dich hier dann doch sicher irgendwo anbinden. Und dann schaue ich mich hier um. Bist du da? Ja. Dann mache ich dich hier fest. Ich schaue mich mal kurz um, Ella, okay? Hallo, die Herren. Willst du nicht mit mir sprechen? Auch gut. Ein kleines Haus mit nur einem Bett. Ich sollte mich systematisch umschauen, ob ich irgendwas plündern kann. Ein gelbes Bett. Okay, die ersten 2 Häuser haben nichts. Hier ist auch nichts drin. Wie sieht es bei den beiden Häusern aus? Du hast einen Beruf. Du verkaufst Smaragde für Stöcke und Smaragd und Kies für Feuerstein. Das brauche ich nicht wirklich. Hier ist ein Bognertisch, den habe ich schon. Und eine Pflanze in einem Blumentopf. Ich glaube, ich will den Blumentopf. Die Blume kannst du behalten. Aber ich glaube, man kann in den Blumentopf auch Setzlinge anpflanzen und hätte dann einen kleinen Bonsai. Ich weiß nicht, das habe ich mal gesehen bei jemandem, den ich kenne, aber ich weiß nicht, ob das auch ohne Modpack geht. Hier ist auch nichts. Das ist ein Eisengolem. Der beschützt das Dorf hier. Also ich darf hier niemanden schlagen. Nicht mal aus Versehen. Weil der bringt mich um. Hier ist nichts. Hier sind alle versammelt. Um den Brunnen. Will ich nicht reinfallen, da komme ich nicht mehr raus. Was habt ihr hier? Kartoffeln? Ja. Auf der Seite war ich in allen Häusern. Dann schaue ich mir noch dieses Haus an. Aber es scheint so, als hätten die hier keine Kisten. Die haben hier Zuckerrohr. Das hätte ich gerne, glaube ich. So. Das nehme ich jetzt einfach mal mit. Was ist hier in dem Haus? Da liegen Pfeile rum. Nein, sie sind weg. Ich sollte mal was essen. Hier. So, jetzt bin ich wieder satt. Hier sind 2 Betten und nur ein paar Tische. Da ist eine große Ansammlung an Weizen. Das sind Strohballen. Die bestehen aus Weizen. Also wenn ich nochmal Brote haben möchte, könnte ich hier Weizen nehmen. Hier ist auch keine Kiste drin. Hier auch nicht. Ich glaube, die haben hier nichts außer Stroh. Da war auch nichts drin. Was ist hier? Ein Schmelzofen. Habe ich einen Schmelzofen? Ich glaube nicht. Aber ich kann hier relativ einfach hinkommen. Ich muss mir es nur merken. Das ist eine Katze. Hallo Katze. Du magst nicht zufällig gebratenes Fleisch? Kätzchen? Nö. Wenn, dann müsste ich angeln. Das machen wir vielleicht eher auf dem Weg zurück, weil ich möchte noch ein bisschen weiter herumlaufen. Das heißt, ich suche mir jetzt erstmal ein Bett für die Nacht.
Hier liegt schon jemand. Hier liegt auch schon jemand. Hier liegt auch schon jemand. Hier in der Nähe von Ella. Hier liegt noch niemand. Dann gehe ich hier schlafen. Wir können hier nicht wirklich viel mitnehmen. Wir könnten höchstens eine Katze mitnehmen und den Schmelzofen. Aber wir wissen, dass hier das Dorf ist. Und ich würde aber sagen, wir beenden die Reise hier noch nicht, sondern gehen in der nächsten Folge noch weiter. Wo ist die Leine? So, so und so. Ich würde sagen, wir gehen hier entlang. Quasi hier so geradeaus aus dem Dorf. Da ist noch Zuckerrohr. Na, ist das mal stehen. Und schauen mal. Ups. Was sich hier so verbirgt. Ups. Es wird wohl ein bisschen anstrengend, hier durch den Wald zu kommen. Ich hätte auf der anderen Seite entlang gehen sollen. Aber ja, wir reiten beim nächsten Mal hier weiter entlang und schauen, was uns da hinten erwartet. Hinterm Horizont geht's weiter und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bye bye!